herzlich willkommen hier direkt vom Shaper-Messestand auf der Ligna 2025. Wir haben wahnsinnig viele Highlights mit dabei und ich nehme euch einfach mal mit zu einer kleinen Standtour. Wir haben natürlich ganz viele fleißige Helfer dabei. Unser Team vor Ort zeigt hier schon die ganzen Tage, was man mit unserem System machen kann. Also von Beschlägen über wirklich flächige Anwendungen, auch hier natürlich Shaper Workstation. Wir haben Studio und Trace mit dabei, das ganze System. Und das demonstrieren wir natürlich hier. Und es gibt wirklich einiges zu sehen. Unser absolutes Highlight hier auf dem Messestand ist definitiv Benchpilot, unser ganz neues Produkt, das wir hier frisch zur Ligna gelauncht haben, das erste Mal dem Publikum vorstellen. Schauen wir uns an, was es kann, warum es so toll ist und gehen einmal alle Funktionen durch. Ihr seht einfach, wie ihr es gewünscht habt, Origin kann jetzt auch ganz automatisch fahren. Ja? Es ist die Origin, die ihr kennt, es ist die Software, die ihr kennt, alle Funktionen und Einstellungen, wie ihr es gewohnt seid. Und sobald ihr Origin in Benchpilot einsetzt, habt ihr eine automatisch gesteuerte, kleine stationäre CNC. Gucken wir uns mal die ganzen Funktionen an oder was man hier machen kann. Also einmal der Aufbau hier vom Portal über die Arme und die Querstrebe und ganz schön auch zu sehen hier für die Vorschubgeschwindigkeit, die ich hier rüber steuern kann. Und wenn ich die anpasse, schauen wir mal aufs Display. Natürlich sehe ich das in Echtzeit, dass ich alles einfach mal ein bisschen schneller steuern kann. Oder bei Bedarf auch wieder runterregeln, sodass ich in Echtzeit sehen kann, ob meine Ergebnisse denn hier perfekt sind oder ob ich ein paar Einstellungen machen muss. Auch die Spindeldrehzahl könnte ich jederzeit einstellen. Ich kann das Display umstellen und mir anzeigen lassen, hey, wie lange fährt denn die ganze Geschichte noch? Wie lange kann ich mich vielleicht in der Werkstatt noch ein bisschen auf andere Aufgaben konzentrieren, nebenbei noch mal ein bisschen was anderes machen, noch mal an den Laptop gehen und dann weiß ich, alles klar, in 5 Minuten komme ich doch wieder zurück und gucke mir die ganze Geschichte an. Natürlich kann ich jederzeit auch einfach stoppen, kann Origin rausnehmen, kann sie wieder da benutzen, wo ich sie vielleicht woanders in der Werkstatt haben möchte. Und dann ist sie das gewohnte Tool, was ich kenne, was ihr alle liebt. Was man hier jetzt sieht an der Workstation ist eine flächige Bearbeitung. Das ist aber nicht das Einzige, was geht. Es geht natürlich auch, dass ihr die Workstation nutzt, um stirnseitige Bearbeitungen durchzuführen, so wie man das kennt. Das schauen wir uns jetzt hier drüben einmal an. Wir machen hier auf der Messe schöne kleine Boxen als Giveaway, aber ihr könnt euch vorstellen, das könnten Zapfenverbindungen sein für Stühle, für Hocker oder Tische etc. Und hier mit so einer schönen Vorrichtung, die Andi extra vorbereitet hat, können wir das wirklich in Serie produzieren. Da vorne sieht man es in der Schablone, da sind schon die nächsten. Das ist jetzt fertig, wir nehmen das einmal raus, dann spannen wir die nächsten ein und weiter geht's. Natürlich gibt es nicht nur bei uns ganz tolle, neue, spannende Sachen zu sehen, sondern auch bei vielen anderen am Messestand. Und deswegen gucken wir doch mal bei Festool, Thanos und SourceStop, unseren Schwesterfirmen, vorbei, was die Kolleginnen und Kollegen da zu zeigen haben. Also jetzt sind wir hier bei unseren lieben Freunden von Thanos und ich bin hier mit dem Klaus Martin und der erzählt uns ein bisschen, was ihr Neues habt und was es zu sehen gibt. Also herzlich willkommen bei Team Thanos hier auf unserem Stand. Wir lieben Sustainer und wir lieben auch den Shaper Origin Sustainer. Den lieben wir auch. Wunderschön, weil, wie ihr sehen könnt, jeder von unseren Kunden kann den Sustainer so gestalten, wie er will. Eben hier im klassischen Shaper Design, sehr cool, weißer Deckel, schwarzer Body, schöne Schilder, schöne Prägung, sehr cool. Was bedeutet es, im Sustainer-System zu sein? Und jetzt seht ihr hier, es gibt einfach eine riesen Welt an Systemen. Es ist ein bisschen wie Lego spielen. Wenn man mal drin ist, man kann sich fast alles bauen. Weil das Schöne an dem Sustainer-System ist, es ist voll integriert in das Spot-System. Hier mal durch, ihr könnt sehen, die Sustainer passen perfekt ins Auto, hier über die Schiene. Sehr gut und platzsparend integriert oder mit einer Schublade.
Also wenn ihr euch mal ein Auto einrichtet, Bot und die Systemer sind die perfekte Adresse. Wir gehen mal weiter hier. Der neue S-Rack, jetzt auch in tollen Farben. Also heißt, wenn immer ihr eure Welt organisieren wollt, könnt ihr sie beschriften oder ihr nehmt einfach die Farben, die euch gefallen. Hier seht ihr, wie ihr euer Zubehör, auch die Shaper-Bits organisieren könnt. In dem S, den wir gerade gesehen haben. Es gibt unterschiedliche Inlays für Bohrer, Fräser, Forstnerbohrer. Und hier kommen wir zu unserem aktuellen Lieblingsthema. Das Thema Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Warum? Das System ist aus ABS gemacht. ABS ist Kunststoff. Der Produktionsprozess ist nicht besonders nachhaltig. Und so sind wir sehr froh, jetzt einen Kunststoff gefunden zu haben, der aus, sage ich mal, altem Kunststoff gemacht ist. Hier seht ihr Tastaturen, Speaker. Wenn die zurückkommen, werden die granuliert und neues ABS entsteht, genau hier. Und dann können wir das einschmelzen und ein neues System kann entstehen. Heißt so eine Art Second Life. Heißt außen 70% nachhaltiger wie früher und seit kurzem auch innen. Wir haben jetzt hier Schäume gefunden, die auch einen hohen Anteil an Rezyklat haben, also rezykliertem Material. Und jetzt kann der System auch innen nachhaltiger werden. Wir lieben diese Story. Warum? Weil das System an sich ist schon nachhaltig. Viele, viele Jahre könnt ihr benutzen, aber jetzt ist eben auch der Produktionsprozess zum System viel, viel besser geworden für unsere geliebte Mutter Erde. Team Talos sagt ciao und gute Messe euch. Schön, dass ihr da wart. Und ich würde sagen, nächster Stop ist SawStop. Wir sind jetzt hier draußen auf dem Ligna Truck Stop, wo, ja, wie der Name sagt, ein paar Trucks stehen, nämlich von SawStop, später auch von Festool, wo wir dann nochmal hergehen und ja, hier einfach das Außengelände auch noch ein bisschen bespielt wird. Wir schauen rein und gucken mal, was ja, die Kollegen von SawStop uns zu erzählen haben. My name is Michael Davis. I'm the Managing Director of SawStop Europe. Yeah, welcome to my trailer. It's pretty exciting for us to be here. It's the first time in Germany, right? And we've only been existing in the European market a couple of months. Maybe you've heard of us before. Maybe you've seen some YouTube videos of us with saving a sausage. There is nothing like seeing it in real life. There's over 49,000 accidents every year in North America, one every 9 minutes. And it doesn't really bear thinking about if you have an accident with a table saw. And during these roadshows, I've met so many people that have come and they've said it's happened to them or they know somebody. It's really so common. So we talked to them about that, about how there's this amazing technology that's been existing for 20 years. We've never had a single failure. And so we've saved countless fingers with it. I saw it and it was just amazing how it works. Yeah. We prevent accidents like this from happening. So this is our smallest compact table saw. It's actually our newest product where we built all of that technology into a price below 1,000 euros. And we also took some of the nicest things that people like from other site stores, things like the rack and pinion fence on this one, and then even improved it to make it, you know, nicer and easier to use. We have things like a micro adjustment here, infinite micro adjustment, a really nice folding stand, so it's very portable. People love this machine. What people like even better though is the job site saw. And then like this one because of the portability, right? What I always show people is, look how easy this is, straight out of the box. I can just carry this 52 kilo saw around, I can get it through a doorway, Amazing. I can put it in a van. If I'm a hobbyist, I can put it against the wall and I've got more room in my workshop. So people love this one. And then people love things like this one. If you want to see this, this is one turn elevation. So it's Super easy. Everything's built for the job site. It's super quick. You got your fence that can lock down back here when you're storing it away. And lots of things have just been really well thought through on this one. So here, if I want to use this area in the middle, I have a little flip out support, supports my workpiece. Nice. And it's simple things that make your saw enjoyable and every day that people like. Things like we have a toolbox back here. So handy. Super So smart, clever. right? Really good dust collection. And so we're selling this one the most actually to professionals and even to hobbyists. It really makes sense, you know, just being portable, being flexible, even for small workshops, you know, that's the same thing with Yeah. Shaper. And yeah, talking about job size and tool that you need every day, I would say, let's go over to Festool.
It does. So, you love the tools. You like I the love the tools. tools. I love the precision. Guys! Ich bin Jan-Peter, Anwendungsspezialist bei Festool. Ich stehe hier auf der Ligna. Heute haben wir den Bender und wir machen Wettsägen. Wenn du Lust hast, kommt gerne noch vorbei, besucht uns hier, tretet gegen den Ben an, besucht auch Shaper. Natürlich. Was habt ihr denn so alles sonst noch mitgebracht? Also hier macht ihr Wettsägen, aber was kann man sonst noch so sehen hier auf den Stand? Fast alle Maschinen, die es bei Alles uns da. gibt, also alles, was zum Holzbau benötigt wird, haben wir da. Die Sägen haben wir da, Tischkreissägen haben wir da, Schleifer haben wir da, wir haben Bohrer da, wir haben Hackenschrauber Hab's da. gerade schon ausprobiert. Also Und alles am Start. natürlich die Neuheiten, der Akkuschleifer mit Licht, den Luftreiniger und die ganz neuen Sauger. Da haben wir auch schon. Genau, dann gucken wir uns den noch mit Licht drin einfach nochmal an. Genau. Super, vielen Dank. Gute Messe. Also das ist die Ligna 2025. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Eindruck bekommen von unserem Stand, aber auch vom Festival Taunus Sourcedorf und was es hier einfach alles zu sehen gibt. Ich hoffe, ihr seid vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei bei der nächsten Messe oder wenn ihr einschalten wollt bei Shaper Sessions. Bis dahin, ciao!